Mein Name ist Thomas Münch, lebe hier auf dem Steighof. Der gehört zu Münsingen, mitten auf der Schwäbischen Alb. Wir betreiben hier einen Milchviehbetrieb mit ca. 300 Milchkühen. Und wir haben noch eine Biogasanlage dabei, die hat 180 kW Bemessungsleistung und ist auch schon flexibilisiert, das heißt es sind 380 kW installiert. Wir bewirtschaften ca. 200 Hektar Fläche, die überwiegend in der Futterbaunutzung sind. Das heißt Grünland, Ackergras, Mais und normalerweise haben wir auch noch 30 Hektar Weizen. Mein Name ist Lukas Hinrichs, ich bin 27 Jahre alt und gehöre auch mit zur nächsten Generation, die den Betrieb irgendwann mal weiterführen soll. Die Arbeit in der Familie ist manchmal sehr schwierig, weil halt viele Arbeitskräfte dann vorhanden sind und man muss es ja auch vernünftig einsetzen können und man muss halt mit jedem klarkommen und jeden so nehmen, wie er halt ist. Wir sind schon seit ca. 15 Jahren Ausbildungsbetrieb. Ich glaube auch zu behaupten, dass wir das auch leben. Ansonsten, wie gesagt, haben wir immer die Azubis. Das ist mir und uns sehr wichtig, junge Leute an die Landwirtschaft heranzuführen, an die Tierhaltung heranzuführen. Und deshalb machen wir das auch und sind von diesem Weg eigentlich auch überzeugt. Wir haben in 2018 schon mal eine Siloanlage gebaut. Damals nicht mit Bosch-Beton und da musste die Bodenplatte aus Statikgründen betoniert werden. Und wir wollten den Betonboden nicht mehr. Da war dann am Ende, wo wir alle Angebote wirklich intensiv verglichen haben, war Bosch-Beton eigentlich der einzige Anbieter, wo die Teile wirklich frei stehen können und konnten. Und wo man ohne mit Ortbeton irgendetwas noch zu betonieren musste. Und somit haben wir tatsächlich es geschafft, dass hier vor Ort absolut gar nichts mehr betoniert wurde, sondern die Teile kamen, wurden aufgestellt, danach wurden sie verfugt von der Rotfugentechnik. Und anschließend hat der Kutter den Asphalt eingebaut, dann wurde die Asphaltanschlussfuge noch gemacht und dann waren die Silos bereit. Die Sachverständige noch das abgenommen alles und dann waren die Silos bereit für die Ernte. Das wurde uns so versprochen und das hat auch so funktioniert. Wir waren sehr begeistert davon, wie zügig das gehen kann, so ein Silo aufzustellen. Wir haben den Unterbau geschaffen mit der Firma Keller und dann kam quasi das erste Fertigteil auf dem LKW. Kurz später kam dann der Kranwagen mit dazu, mit einem sehr, sehr tollen holländischen Fahrer, der die Ruhe weg hatte. Und ich finde es faszinierend, wie schnell man so eine Kammer stellen kann. Dass so ein 11-Tonnen-Teil gehoben wird wie ein Zahnstocher. Es ist an einer Genauigkeit lobenswert. Die Teile sind schon von einer extrem hohen Qualität. Also ich habe noch selten so glatte Betonteile gesehen und der Ablauf, auch das Bauen, die hatten ungefähr 1,5 Tage Arbeit, um die ganzen Fertigteile zu stellen. Das ging schon sehr harmonisch und eigentlich sehr, sehr gut organisiert ab. Landwirtschaft ist eben ein wahnsinnig vielfältiger Beruf und vor allem in Kombination mit der Tierhaltung und Biogas und Außenwirtschaft ist das im Prinzip natürlich jeden Tag anders und auch extrem abwechslungsreich. Man ist im Prinzip Tierarzt und springt dann relativ schnell wieder, ist man der Techniker und dann ist man als Pflanzenwirt gefordert. Am meisten mag ich, wenn ich an einem abgeschlossenen Ausbildungsjahr sehe, was der Lehrling oder der Auszubildende sich behalten hat. Was hast du das Jahr über beigebracht und was kann er mitnehmen ins neue Lehrjahr oder in sein weiteres Leben? Und das ist, denke ich, Wertschätzung genug, wenn man sieht, man konnte jemandem helfen. Und das jetzt auch an die nächste Generation weiterzugeben, treibt mich eigentlich schon an, weil wir doch ich immer wieder feststelle, dass wir eine hohe Anzahl an
jungen Leuten haben, die sehr, sehr motiviert sind und das auch leben wollen. Und mit denen macht das ganz einfach Spaß.